Ja, habe die Ehre und herzlich willkommen hier wieder bei Namahym. Ein nächstes Video zum Thema Verjüngung. Und ich habe ja ein Video vorher, eine Verjüngungsmeditation online gestellt und davor die Erklärung, wie wichtig es ist, diesen Zug anzuhalten der mentalen Programme, das Verjüngung verhindert. Heute gehen wir einen Schritt weiter und letztendlich ist es die Grundlage überhaupt für Verjüngung. Bleib einfach mal kurz dran, kurzes Intro und es geht sofort weiter. Lass mich noch mal kurz aufgreifen, damit die Zusammenhänge klar werden. Ich werde dir das Vorgängervideo noch mal verlinken im Abspann, dass du deine Sicht auf das Ganze komplettieren kannst. Und wir wenden uns heute dem Umstand zu, dass alles Wollen und mentale Ausrichten auf Verjüngung alleine nichts bringt, dass es etwas braucht, was die Basis dazu bildet. Ganz kurz, die Metapher im letzten Video war der Zug, der sich bewegt in Richtung Alterung und der so geprägt ist und voll beladen ist von kollektiven und auch eigenen Meinungen und Überzeugungen, dass Verjüngung nicht möglich ist, dass es nur eine Richtung gibt, in die der Zug fährt. Wir haben dazu eine Meditation gemacht, also ich habe sie für euch gesprochen, damit du diesen Zug auf der mentalen Ebene anhalten kannst und dann rückwärts fahren lassen kannst. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt bei dem Ganzen. Nur alleine das reicht eben nicht aus. Und heute möchte ich dir gerne sagen, was die Basic, die Grundlage dafür ist, dass das überhaupt funktionieren kann. Stell dir mal vor, ich gehe mal davon aus, du weißt, wir haben ein Energiefeld, wir haben ein mentales Feld, wo all unsere mentalen Gedanken drin sind. Und ob das jetzt deine eigenen sind, also das soll nichts gegen dich sein, das ist bei allen Menschen so. Die wenigsten Gedanken darin sind wirklich eigene Gedanken, sondern es sind kollektive Gedanken. Wir werden also zum größten Teil, je weniger wir uns vom Kollektiv abgrenzen, vom Kollektiv gedacht. Da ist dann alles enthalten, was uns ganz klar macht, wir können nur altern. Das nur mal zusammengefasst. Also das bedeutet, deine mentale Ebene, deine Gedankenwelt korrespondiert unmittelbar mit deinem Zellgedächtnis. Das Zellgedächtnis, könnte man sagen, ist dein Zellwasser. Jetzt hatte ich ein ganz interessantes Gespräch mit einem alten Freund, der ist Apotheker, und wir haben uns über dieses alles so unterhalten ein bisschen, und dann hat er gesagt, ja, das wird genannt die Epigenetik. Ich kannte dieses Wort gar nicht. Also ich lese auch keine wissenschaftlichen Ausführungen, so wie ich eigentlich gar nichts lese, so dass das, was kommt, einfach durch mich und aus meinem inneren Wissen herauskommt und ich mich da nicht beeinflussen lasse von vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja immer nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen darstellen. Genauso wie deine mentale Ebene mit deinem Zellwasser, deinem Zellgedächtnis oder deiner Epigenetik in direktem Austausch steht, also was du denkst, wird in deinen Zellen abgespeichert, ist das zweite daran, dein Zellkern, dein Zellprogramm, deine DNA, dein Imprint. Und auch dieser Imprint lässt sich verändern. Deine Genetik in den Zellen, dein Zellprogramm, steht in direktem Zusammenhang und in direktem Austausch mit deinem Lichtkörper. Was ist jetzt der Lichtkörper? Dein Lichtkörper ist dein ganzes Licht, wird oft auch Merkaba genannt oder deine komplette Lichtstruktur, also alles, was dich ausmacht, dein gesamtes Licht in allen Anteilen und in allen Aspekten. Und unser Lichtkörper trägt
hier, wenn wir auf Erden sind, als göttliches Licht in einem Körper inkarniert, 18 Aspekte. Da ich so ganz spontan immer nicht alle 18 auswendig weiß, ich wollte es noch vorlesen, jetzt habe ich den Zettel vergessen, es vorzulesen, aber vielleicht sollst du wissen, dass diese Videos auch immer wirklich ganz spontan und ohne jegliches Skript entstehen und manches Mal, klar, schaue ich mir das Video nachher an und denke mir, okay, ja, das hättest noch sagen können und das vielleicht noch, aber das ist nicht meine Art zu wirken und zu arbeiten, sondern ich lasse es einfach so geschehen, wie es ist. Und jetzt stell dir vor, dein Lichtkörper hat 18 Aspekte. Da ist einmal der körperliche Aspekt, da ist dein männlich-weiblicher Aspekt, da ist dein Seelenaspekt. Der Seelenaspekt ist das, was oft als Aura bezeichnet wird. Also du siehst, diese Aura ist nur ein Aspekt deines Lichtkörpers. Schon ein wichtiger natürlich. Da ist dein ganzes Fühlen, dein Denken, deine Erfahrungen und so weiter aus diesem Leben gespeichert. Und du hast 12 Seelenschichten, wo ganz vieles auch gespeichert ist, natürlich aus anderen Leben. Und dennoch ist es nur ein kleiner Teil. Es gibt viel mehr. Und um zu existieren als Mensch, und so war es über Jahrhunderte, ist nur der Seelenaspekt notwendig, der männlich-weibliche Aspekt, also jeder Mensch steckt männlich-weibliche Energie in sich, und der körperliche Aspekt. Das ist so das Mindestmaß, was man braucht, dass diese Aspekte aktiv sind, damit man leben kann. Also ich nenne es jetzt mal nicht wirklich Leben, es ist das Leben ist viel größer. Das Leben umfasst wirklich alle Aspekte deiner Mehrkörper. Das ist dein wahres, ursprüngliches Leben. Und jetzt versuche ich mal ein paar aufzuzählen, nur einfach, damit du eine Vorstellung kriegst, einfach was mir spontan einfällt. Da wäre mal der Christusaspekt, der Fähigkeitenaspekt, der Erwachungsaspekt, der Erleuchtungsaspekt, der Engelsaspekt, der Savaya-Aspekt, der hohe Selbstaspekt, der Erneuerungsaspekt, ganz wichtig für Verjüngung, der Verbindungsaspekt, ist auch ein sehr wichtiger. Jetzt weiß ich nicht, wie viel ich aufgezählt habe, aber ein paar fehlen jetzt noch. Und diese 18 Aspekte bilden deinen gesamten Lichtkörper ab. Diese Aspekte sind bei den allermeisten Menschen mehr oder weniger noch nicht aktiv. Was viele Menschen, die eine Art der bedingungslosen Liebe spüren, oft schon sehr aktiviert haben. Ihren Aspekt ist zum Beispiel der Christusaspekt. Manche Menschen haben auch ihren Fähigkeitsaspekt, dass der schwingt. Und sie gewisse Fähigkeiten haben, das muss jetzt noch gar nicht viel, ja, den Weisheitsaspekt gibt es zum Beispiel auch noch. Also muss jetzt gar nicht viel mit hoher Spiritualität, tieferen Einsichten und Weisheit verbunden sein, wenn man bestimmte energetisch-spirituelle Fähigkeiten trägt. Aber diese Aspekte, so in der Regel beginnen sie aktiv zu werden. Und dann kommen halt wirklich auch die höheren, oder höher kann man jetzt nicht sagen, aber die anderen Aspekte, die alles noch umfassender machen, hinzu. Dieser ganze Lichtkörper in all seinen Aspekten war zu irgendeiner Zeit einmal, vor langen Zeitepochen, als wir zum Teil in Lemurien nur aufs Licht bestanden haben, der körperliche Aspekt noch nicht fest war, sondern damals noch unser Lichtaspekt war. Der hat sich gewandelt durch die Dualität, das, was wir Evolution nennen, und wurde mit der Zeit immer fester. Und diese Aspekte möchten eigentlich frei zirkulieren, sich miteinander verbinden, sodass all deine Fähigkeiten, all deine Gottesmacht, den Allmachtsaspekt gibt's zum Beispiel auch noch, fällt mir gerade ein, und dass die sich miteinander verbinden und du all dein ganzes Potenzial, das du als göttlicher Mensch hast, ausschöpfen kannst. Es gab einen Zeitpunkt, und
Es ist jetzt hier nicht das Thema, aber du kannst dich auch bei uns informieren. Wir haben viel zu dem auf unserer Homepage Jellison.com und in unserem Shop auch Bücher, wo das alles beschrieben ist. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Werbung, weil ich kann nicht auf alle Basics so eingehen. Ich möchte schon ein bisschen einen Schritt weitergehen mit dir jetzt auch, das größere Bild zu zeichnen und zu verstehen, dass diese Aspekte des Lichtkörpers wir selber, nicht irgendjemand anders, wir selber beschlossen haben, aus wichtigen und bestimmten Gründen zu kodieren, also diese energetischen Felder so zu verlangsamen in ihrer Zirkulation, dass sie nicht wirklich wirksam werden können, dass sie sich auch nicht miteinander verbinden können und so dieses Potenzial praktisch brach liegt. Und der Lichtkörper, diese Aspekte des Lichtkörpers korrespondieren unmittelbar mit deinem Zellprogramm, also mit deiner DNA, mit deiner, mit deinen DNA-Strängen. Und da gibt's ja, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, mehr wie die 2 bekannten, insgesamt 12, die aber natürlich auch entsprechend wie im Lichtkörper, wenn diese Aspekte nicht aktiv sind, auch die DNA, diese weiteren DNA-Stränge nicht aktiv sind. Und somit sind wir natürlich, so wenn wir uns als nur Mensch erfahren, in vielerlei Hinsicht eingeschränkt und haben auf vieles, was eigentlich alles in uns ist, keinen Zugriff. So, jetzt habe ich schon vom Erneuerungsaspekt zum Beispiel gesprochen, der dafür zuständig ist, auch die bestimmte Energien, die es braucht für Verjüngung, zu bündeln und dann in Verbindung mit anderen Aspekten so in den Seelenaspekt einzuleiten und über den Seelenaspekt auch in den Körper bis in die Zellen, sodass das Zellprogramm, deine DNA, umgeschrieben werden kann, also praktisch wieder geöffnet werden kann. Dekodierung deiner DNS. Wenn das nicht geschehen ist, dann hilft dir auch die ganze mentale Ausrichtung auf Verjüngung nicht wirklich was. Es hilft dir vielleicht was in deinem Lebensgefühl, dass du dich jünger fühlst, als du bist. Das hört man ja oft. Das ist schon mal was wirklich Gutes und Schönes. Aber dass dann körperliche Verjüngung in den Zellen, auch in den Organzellen, also in allen Zellen des Körpers bis letztendlich hin, auch zur Oberfläche des Körpers, zur Haut, möglich ist, dafür braucht es eben, dass die DNA und gleichzeitig eben der Lichtkörper dekodiert wird. Was kannst du tun? Dafür kann ich dir jetzt keine einfache Meditation präsentieren, weil das nicht einfach auf diese Art zu bewerkstelligen ist. Es braucht diese tiefe Absicht, einmal die tiefe Erkenntnis, du bist viel mehr als Mensch. Die große Erkenntnis, Mona Oha, heißt Vertrauen in der Lichtsprache, ist übrigens dieser Lichtkristall, den du heute auf meinem T-Shirt siehst, bedeutet Mona Oha, alles ist möglich. Und wie kannst du jetzt deine Zellen und adäquat dazu, oder andersrum gesagt, dein Lichtkörper und dann infolgedessen dazu deine DNA umstrukturieren, umprogrammieren oder wieder rückprogrammieren, wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Es braucht dafür eine Absicht, es braucht auch die geistige Welt, also die hohen Lichter des Universums, um Unterstützung, weil im Lichtkörper selber, da hast du nur wenig Zugriff. Diese Aspekte, im Gegensatz zum Seelenaspekt, da kannst du viel arbeiten an dir, Dinge auflösen, mentale Strukturen loslassen und so weiter.
Da hast du ja auch eine gewisse Erinnerung, du kannst wahrnehmen, was du denkst, du kannst deine Gedanken verändern, aber auf den Lichtkörper hast du nicht unmittelbar Zugriff. Und dennoch gibt es, Gott sei Dank, ja eine höhere Ebene, also diese Engelsebenen, wie immer man es auch nennt, das göttliche Feld, wo all das natürlich nicht nur gespeichert ist, sondern das uns dient genau dafür, wenn wir diese Hilfe, diese Unterstützung anfordern. Und es reicht halt nicht einfach zu sagen, bitte macht mal oder irgendwie so, da braucht es schon ein bisschen mehr. Und ich nenne es einfach mal einen ganz bewussten Weg des Erwachens, der zur Folge hat, und ich habe es auch erwähnt, es gibt auch einen hohen Selbstaspekt, wenn sich bestimmte Aspekte deines Lichtkörpers verbunden haben, dann bindet sich auch, dann ist es erst möglich, dass sich dein hohes Selbstaspekt daran anbindet und sich mit allen Ebenen verbindet, und das bewirkt dann, dass nicht nur dein Lichtkörper in einer Lichtausdehnung von mindestens 88% ist, Geld ist jetzt eine Zahl, aber da kann man sich was vorstellen drunter, und diese Lichtausdehnung von 88% auch in deinen Zellen stattfindet. Du kannst dir sicher vorstellen, wenn deine Zellen in der Lage sind, 88% Licht dauerhaft zu halten, es wird von der geistigen Welt als die erste Erwachensstufe bezeichnet, also das körperliche und das spirituelle Erwachen. Spirituelles Erwachen findet nicht statt, indem man viele spirituelle Bücher liest. Das ist im besten Fall eine gewisse Art des höheren mentalen Erwachens oder sich Bewusstwerdens, was ja auch wichtig ist. Aber da braucht es wirklich Anleitung und die tiefe Verbindung mit der geistigen Welt und auch die Absicht und die Bereitschaft, einen Weg zu gehen, immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen die geistige Welt um die entsprechenden Energien zu bitten. Und da wir nicht genau wissen, wir haben Lichtkörperspezialisten, so wie uns eine persönliche Engelsgruppe begleitet, unser goldener Engel, haben wir auch geistige Begleiter, geistige Führer, und es gibt auch Lichtkörperspezialisten, die unseren Lichtkörper ganz genau kennen, die uns damals auch geholfen haben zu dieser besonderen Zeit, als wir beschlossen haben, all diese Fähigkeiten, Erinnerungen und Zugriff auf unsere göttliche Macht Schritt für Schritt abzugeben, um uns nur als Mensch zu erfahren. Das war einfach wichtig. Das kann ich jetzt gerade nicht weiter ausführen, wäre zu weitläufig, aber natürlich haben die auch die Kenntnisse, die Fähigkeiten, diesen vollen Überblick darüber, was es braucht, speziell für deinen Lichtkörper, um sich Schritt für Schritt, das ist auch nicht bei jedem gleich, jeder Erwachensprozess ist ganz individuell, wann sich welche Aspekte verbinden, wann welche Energiefelder dieser Aspekte aktiv werden und wann die Merkaba verstärkt zu zirkulieren beginnt. Und da sich alles das, was im Lichtkörper passiert, auf die Zellen überträgt, könntest du sagen, es gibt zwei Dinge. Einmal deine mentale Ebene, die dein Zellgedächtnis darauf ausrichtet, dass deine Zellen es dir auch glauben und umsetzen. Also praktisch diese Epigenetik zu verändern und die Genetik zu verändern. Da sagen viele, das wäre nicht möglich. Genetik ist Genetik. Käse stimmt natürlich nicht. Alles ist möglich. Auch das ist möglich. Und ich kann dir an der Stelle, ich kann immer nur von dem sprechen, was wir auch in unserer spirituellen Arbeit anbieten. Es gibt ganz bestimmt ganz viele andere Wege auch und Möglichkeiten. Wie gesagt, mit denen beschäftige ich mich nicht, weil ich weiß, was meine Aufgabe ist und mit welchen Werkzeugen oder mit welchen Mitteln oder Zugängen ich oder wir auch bei Cellison
wirken, wo wir geschult sind, wo wir Ahnung davon haben, wo wir auch wissen, dass es ganz einfach funktioniert und dass es getragen ist. Und das ist immer das Allerwichtigste von Liebe. Es ist eine sehr liebevolle Begleitung von diesen Engelwesen, Lichtwesen der geistigen Welt, wie immer man es nennt, dem göttlichen Gedankenfeld. Und was es da gibt und was wir zum Beispiel auch anbieten, das begleitet zu durchlaufen, sind die 36 Schritte des Erwachens, die dann zur Folge haben, bei Schritt 36, dass diese Verschmelzung im hohen Selbst stattfindet und diese 88% im Licht und in den Zellen und im Lichtkörper dauerhaft gehalten werden können. Natürlich, wie gesagt schon, es braucht die Absicht. Wenn man das einfach so dahinschludert oder nicht ernst nimmt, dann ist auch diese Absicht nicht gegeben. Und die geistige Welt greift ja nicht in deinen freien Willen ein, sondern deine Absicht und dein wirkliches Wollen in einem höheren Sinne, ein Wollen, und dich hingeben, ist die Grundvoraussetzung, dass diese hohen Lichter für dich diese Dinge tun können. Und durch diese 36 Schritte wirst du optimal geführt von den 36 hohen Räten des Lichtes in 36 Lektionen und Channelings. Und wenn dich das interessiert, dann wende dich an uns, schau mal auf die Homepage bei uns, unsere Angebote 36 Schritte. Was auch eine Option ist, ist zum Beispiel die Raftan-Aktivierung. Steht auch dort Dekodierung der DNS. Das ist eine einmalige, tiefe Einweihung, wo die neue Energie verankert wird und die Schwingung der Energie in den Zellen auf 999. Das ist einfach eine, wenn die niedrigste Schwingung die 666 war, also dieses völlige Unbewusstsein, wird, und das ist eines unserer mächtigsten Instrumente, wenn man es so sieht, dass man sagt, mit einer einzigen Einweihung, die da geschieht, passiert so unglaublich viel und richten sich die Zellen so stark aus, dass es wirklich machtvoll ist. Auf der anderen Seite enthält natürlich so eine einmalige Einweihung nicht diesen ganzen zusätzlichen Bewusstwerdungsprozess, den man geht jetzt zum Beispiel bei den 36 Schritten. Das ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass man wirklich dieses Wissen der neuen Zeit dabei aufnimmt und noch dazu natürlich viele Informationen, wie man dann mit Fähigkeiten wirken kann, Übungen auch dazu und was es sonst alles noch so braucht, das ist nicht mit einem Mal getan. Und so sind die 36 Schritte einfach für mich persönlich das Nonplusultra. Immer noch für mich, ich habe nicht viele Wege kennengelernt in meiner Spiritualität. Ich bin gleich dahin geführt worden und ich beschäftige mich, wie gesagt, nicht mit anderen Wegen. Das ist nicht meine Aufgabe und würde mich nur ablenken. Da würden dann Dinge einfließen, die für mich gar nicht wichtig sind und auch für die Menschen nicht wichtig sind, die sich zu dem Weg hingezogen fühlen, den wir zum Beispiel anbieten können. Das ist in Ordnung, wenn sich jemand oder du nicht angezogen fühlst, dann gibt's auch andere Möglichkeiten, dann schau woanders, bist du ja völlig frei. Also diese Dekodierung ist die Grundlage. Und warum habe ich jetzt die erste Meditation, die mentale, vorangestellt? Weil es schwieriger ist, sein Zellgedächtnis, dieses ganze kollektive und auch eigene Gedankengut über das Altern, über das Sterben, über Krankheit und so weiter aufzulösen. Es ist wirklich, das ist Arbeit, die man sich einfach, wenn man das wirklich möchte, machen muss. Dieses Dekodieren des Lichtkörpers ist vielmehr Vertrauen, sich hingeben der Energie und sich dafür öffnen, dass es möglich ist. Und das ist eigentlich viel
entspannte, es ist die leichtere Übung von beiden. Und dennoch gehört beides zusammen. Das eine, nur den Zellkern, nur das Zellprogramm umprogrammieren, ist gut. Aber wenn dann du deine Zellen nicht so weit bringen kannst, weil ich nenne das Wort jetzt immer wieder, die Epigenetik, wo die Wissenschaft, dann hat mir der Apotheker erklärt, das sind Eiweißstrukturen, die sich in der Zelle, um die Zelle rum anlagern oder in der Zelle und dann bestimmte Informationen auch speichern. Und unsere Sprache ist immer eine einfache, eine intuitive. Ich sage einfach, das ist das Zellgedächtnis, das da natürlich vielerlei Schleier, könnte man sagen, aufweist und so deinen Zellkern, wenn du ihn auch umprogrammiert hast schon, es ihm schwierig macht oder es der Zelle schwierig macht, weil wie so ein Schutz, so ein Film drüber liegt, dann dieses Zellprogramm auch umzusetzen. Also beides gehört zusammen. Und ich musste letztes Mal wirklich so lachen, wo ich das letzte Video gepostet habe. Da hat jemand im Kommentar geschrieben, am besten fängst du selber damit an. Ich musste einfach lachen und habe ihr geantwortet, warum schaue ich so alt aus? Also keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich beschäftige mich aktiv mit Verjüngung jetzt erst seit kurzem. Mit der Umprogrammierung der Zellen schon sehr lange, weil ich weiß, das ist mal das Grundlegende. Aber dieses wirklich auch die ganzen Gedankenmuster zu lernen und sich abzugrenzen von dem, was uns da immer erzählt wird als normaler Gang des Lebens, habe ich mich jetzt erst seit kürzerem so entschlossen, mich dem bewusster zu widmen. Und da ist auch der Wunsch entstanden, darüber ein Video zu machen. Und ja, so ist es nicht so, dass ich einfach dir nur irgendwas erzähle, sondern ich mache das natürlich jetzt für mich auch verstärkt. Ich habe das lange Zeit einfach nicht für nötig befunden, habe mir gedacht, das ist so wie es ist und das Äußere ist mir nicht so wichtig und es ist tatsächlich immer noch so, dass es mir nicht so wichtig ist, aber diesen Versuch, was heißt Versuch, diesen Weg habe ich mir jetzt einfach auch auf die Fahne geschrieben, den auch zu Ende zu gehen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja häufiger und regelmäßiger bei diesen Videos und ich kann dir dann nebenbei auch mal ein bisschen berichten oder vielleicht stellst du ja auch fest, dass der Namahim plötzlich ein kleiner Knabe wird, immer jünger und Spaß beiseite. Also die optimale Zurückentwicklung, die wird ungefähr stoppen bei einem Zellalter von circa 29 Jahren. Also so ist es vorgesehen, das ist eine optimale Stoffwechsel- und Zellsituation. Und keine Sorge, du wirst dich nicht zu einem Säugling darum zurückentwickeln, darum geht's gar nicht. Aber was es natürlich mit sich bringt, ist nicht nur neben dem, dass man jünger und strahlender aussieht, sondern auch mehr Vitalität. Und du weißt selber, wie sehr manches Mal ein Körper, der schon in einem Alterungsprozess ist oder einfach nicht mehr so, es ist schwieriger dort eine Freude draus entstehen zu lassen, Bewegungsfreude zum Beispiel. Und dabei wäre Bewegung und Leichtigkeit und Freude und Tanzen, Singen, Tanzen, Liebe machen, wären eigentlich Energien, die unglaublich den Verjüngungsprozess unterstützen. Und so ist es ein Hand in Hand von diesen beiden grundlegenden Dingen. Dein mentaler Bereich, dein Zellgedächtnis, dein Lichtkörper und dein Zellprogramm. Und wenn das beides zusammenkommt, dann kann ich dir garantieren, Verjüngung ist möglich. Ich möchte noch eines dazu sagen. Manche Menschen tun sich damit leichter. Das
hat nicht nur alleine die Gründe, dass sie sich mental anders ausrichten, sondern wir sind von unserer Lichtstruktur, von unseren Inkarnationserfahrungen einfach unterschiedlich geprägt. Auch von unserem Ursprung, wo unsere Seele erschaffen wurde. Und manche, die aus bestimmten Frequenzen des Lichtes stammen, zum Beispiel aus der Frequenz der Elohim, also ich bin jetzt aus El Shaddai, es gibt die Christusfrequenz, es gibt die Sternensaat, es gibt das magnetische Universum und die Engelsfrequenz und tun sich oft die aus der Sternensaat ein Stück leicht weiter, aber die tragen auch ganz viel schon von diesem Verjüngungs- und Heillicht in sich, waren oft auch in früheren Inkarnationen, Epochen, Tempeltänzer und Erneuerungslichter, also sind da sehr geschult und diese Erinnerungen kommen natürlich zurück. Sie kommen dann ganz besonders verstärkt zurück, wenn du die Erinnerungen und die Energiefelder in deinem Lichtkörper wieder öffnest, entschlüsselst und sie wieder in Zirkulation kommen. Also dieses Erwachen, von dem ich spreche, das ein Stück höher ist wie Erleuchtung, beinhaltet, dass eben unser ganzes System mindestens 88%, aber natürlich ist es nach oben immer ausbaufähig, auf Dauer halten können. So, zu den Vorschlägen, die ich gemacht habe, stelle ich dir gerne hier noch eine Infokarte ein oder jetzt dann gleich, weil das Video jetzt hier endet. Im Abspann einen Link, kannst du mal reinschauen, kannst auch mal eine Schrittprobe hören. Der erste Schritt von diesen 36 Schritten heißt Vertrauen, in Lichtsprache Mona Oha. Also schau dir gerne mal den Lichtkristall an und vielleicht magst du dir das mal Probe hören, einfach mal reinfühlen, ob es dich berührt in der Seele. Und wenn es dich in der Seele berührt, wenn es was mit dir macht, dann fang nicht an zu zweifeln. Weil der Zweifel kommt immer erst nachher und er kommt aus dem Verstand, der kommt aus der mentalen Ebene, die dir dann sagen möchte, ja nee, und das ist ja doch nicht möglich und das ist alles Mumpitz. Lass dich einfach von deiner Seele leiten und von diesen Impulsen, die du in dir spürst, in diesen ganz besonderen Momenten, wo du dich diesen Energien wirklich öffnest. Jenseits von Abwägungen und logischen Erklärungen, es ist alles nicht wirklich relevant, sondern das, was du in dir fühlst. Und wenn es nur ein kleiner Moment ist, in dem du das fühlst, das ist die Stimme im Inneren, die sagt, ja, hey, folg den Spuren der Liebe, folg den Spuren des Lichts. Du bist viel mehr als nur Mensch, du hast alle Möglichkeiten. Die haben wir in der Zeit. Und darüber freue ich mich so und deswegen macht mir das alles auch so Spaß, dieses Wissen, aber auch einfach vor die Kamera zu treten und das mit dir, mit euch zu teilen. Und ihr dürft mir gerne auch in den Kommentaren was reinschreiben, wenn euch das taugt auf die Art oder wenn ihr vielleicht mal einen Wunsch habt, welches Thema angesprochen werden könnte, bin ich gern dazu bereit. Und dann wünsche ich dir jetzt und es geht dann, wie geht's denn weiter mit dem nächsten Video, bin ich mir noch nicht ganz sicher, also kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Ich bin sprachlos, wortlos, was das betrifft in dem Moment und sage dir einfach Danke. Ananascha in der Lichtsprache bedeutet Dankbarkeit, dass du bis zum Schluss jetzt geschaut hast und dass du da bist, dass es dich gibt. Ananascha, dein Namahen.